Herzlich willkommen zu unserem Video über das Community Music Netzwerk. Ich sitze hier mit Swantje Djal, die Koordinatorin des Netzwerkes. Mein Name ist Alicia de Banfi-Hol und wir werden euch heute unser Netzwerk vorstellen. Swantje, was ist das Community Music Netzwerk eigentlich? Das Community Music Netzwerk ist eine Art Interessensvertretung von Akteurinnen, die Community Music oder Ansätze von Community Music in Deutschland betreiben. Und wir wollen mit diesem Netzwerk quasi eine Plattform bilden und Raummöglichkeiten schaffen, um sich auszutauschen, um zu vernetzen, sich auszutauschen über Methoden, Ansätze, Praxis, alles Mögliche, was Belange der Community Music beinhalten. Und das ist auch das Schöne des Netzwerks, nämlich hier gibt es keine Hierarchie, sondern wir schauen, was in Deutschland da ist an Aktivitäten, machen das sichtbar. Also ich mache auch sehr viel Recherchearbeit, was es schon alles so gibt, auch wenn die Personen, die es machen, noch gar nicht von dem Begriff Community Music gehört haben, weil es ja ein sehr internationaler Begriff ist. Ja, und schaue, wie man das verknüpfen kann mit Akteuren, die das schon länger machen, und versuche dann immer die Fäden quasi zu ziehen zwischen den Akteuren national in Deutschland. Ich würde auch sagen, du sorgst für viel Sichtbarkeit. Wie machst du das? Also Sichtbarkeit von den AkteurInnen, aber auch den Mitgliedern? Ja, genau. Also Sichtbarkeit ist natürlich das A und O. Wenn du nicht darüber liest im Netz oder wenn du kein Video davon siehst oder von Bekannten davon hörst, dann ist es natürlich auch schwer, sich damit zu beschäftigen. Deswegen als Koordinatorin des Netzwerks versuche ich, die ganzen Aktivitäten zu sammeln. Dazu zählen auch Weiterbildungsmöglichkeiten, Jobangebote. Dann erstelle ich Newsletter, zu denen man sich anmelden kann, den man abonnieren kann. Und dann gebündelt quasi alles, was ich so gefunden habe in Deutschland, oft auch international, nachlesen kann. Darüber hinaus kommt man auch nicht drum rum, natürlich die Social-Media-Kanäle zu bedienen. Also wir haben Instagram, Twitter, LinkedIn, natürlich Facebook, haben wir eine eigene Gruppe. Dort poste ich dann auch alles, was ich finde, was spannend ist. Und es geht gar nicht nur um Praxisbeispiele, sondern auch Belange, die organisatorische Dinge als Community Musician beinhalten. Genau. Und dann haben wir natürlich als Herzstück des Netzwerks unsere eigenen Community Music Salons. Das sind Workshop-Reihen, also Workshops mit verschiedenen relevanten Themen, die gerade so unter den Community Music Akteuren im Gespräch sind. Dort laden wir dann Referenten bzw. Gäste auch international ein, um sich dann online oder aber auch in Präsenz auszutauschen, Methoden weiterzugeben, zu schauen, wo gibt es überhaupt diese Methode, wo kann man noch mehr darüber erfahren. Was würdest du sagen, für wen ist das Netzwerk? Also für wen potenziell und was für Mitglieder haben wir schon? Also woher kommen die Mitglieder in unserem Netzwerk? Also das Netzwerk startete ja bei dir durch die Aktionsforschungsgruppe, kannst du gerne gleich noch ein bisschen mehr erzählen, in München, aber jetzt heutzutage haben wir aus den unterschiedlichsten Ecken in Deutschland eigentlich Mitglieder, auch sehr aktive, von Berlin bis München, Tübingen, also alles Mögliche dabei. Und es wächst auch noch stetig. Und es sind nicht nur alteingesessene Community Musicians, sondern wir haben viele Studierende, die Angebote wahrnehmen und auch froh sind, wenn sie erfahren, wo es Jobmöglichkeiten oder Weiterbildungsmöglichkeiten gibt oder Möglichkeiten, um sich auszutauschen. Und sonst haben wir auch viele Aktive aus der sozialen Arbeit, die musikalisch arbeiten, mit den unterschiedlichsten Zielgruppen, von Kindern bis Senioren und von Menschen mit Behinderungen. Also ist alles dabei. Genau. Und ich würde noch ergänzen, aus der Musikpädagogik haben wir Leute, wir haben auch MusiktherapeutInnen, wir haben auch unterschiedlichste Institutionen, was mich total freut und einfach auch eine spannende Repräsentation der Entwicklung des Feldes ist. Also wir haben ja die Münchner Stadtbibliothek, ist Mitglied als Institution, die wollen Community Music in den Stadtvierteln entwickeln in München. Wir haben einige Studiengänge und also Universitäten, das ist der Studiengang in Eichstätt, der Masterstudiengang Community Music. Wir haben die Universität, die Anton Bruckner Universität in Linz mit dem Musikvermittlungsstudiengang.
Dann haben wir in Lübeck das Zertifikat Community Music. Ich muss mich jetzt ergänzen, wenn ich was vergesse. Wir haben die Hochschule Düsseldorf natürlich und den Zertifikatslehrgang. Das heißt, wir haben da auch immer mehr AkteurInnen aus der Praxis, Studierende, aber eben auch Institutionen, die Mitglied werden. Was einfach auch zeigt, für wen dieses Feld wichtig ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Du hast ja gerade schon aufgezählt, wer jetzt alles dabei ist. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie die Anfänge waren, weil das Netzwerk gibt es ja jetzt schon seit 2013 und wie sich das bis heute vielleicht entwickelt hat. Ja. Werde ich versuchen, nicht allzu lange, weil das so eine lange Geschichte ist. Wir haben eigentlich im Rahmen meiner Doktorarbeit, das war eine Aktionsforschung, da habe ich 2013 angefangen, in München mit der Münchner Community Music Aktionsforschungsgruppe zu arbeiten. Da haben wir 3 Jahre lang gearbeitet zum Thema Community Music, was es überhaupt für uns bedeutet auf Deutsch, haben die erste deutsche Definition geschrieben, haben dann auch ganz viele Projekte entwickelt im Münchner Raum, also mit den Münchner Philharmonikern, dem Kulturreferat, dem Munich Center for Community Arts, dem Freien Musikzentrum. Also da ist ganz viel Praxis passiert. Und das war aber alles ganz informell. Also wir waren einfach 8 Menschen, die zusammen gearbeitet und zusammen gedacht haben. Und das ging dann weiter. Nachdem diese Aktionsforschungsgruppe so einen Punkt für sich gefunden hat, 2015, haben wir gemerkt, das Interesse kommt weiter. Da kamen auch Leute aus Hamburg angefahren und aus Berlin. Und das war ja zu einem Zeitpunkt, wo dieses Feld noch viel mehr in den Anfängen stand als jetzt. Dann haben wir also weitergemacht, haben Salons angeboten, so haben wir die genannt. Wir hatten eine Förderung von der Abteilung Kulturelle Bildung vom Münchner Kulturreferat und das waren sozusagen immer irgendwelche Fortbildungs- oder Vernetzungsveranstaltungen im Bereich Community Music. Also Gruppenkomposition oder Soundpainting oder alle möglichen auch ReferentInnen aus dem Ausland, die da waren. Dann ging es weiter, das haben wir ein paar Jahre lang gemacht. Es war alles informell, also da war nichts geregelt, da gab es keine formellen Strukturen. Wir waren einfach nur Leute, die da Lust drauf hatten und die da sich zusammengetan haben. Und dann, das war noch vor Corona, haben wir irgendwann gemerkt, so, wir müssen jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen, machen wir das weiter oder hören wir auf? Und dann haben wir ein Event gemacht im Kulturreferat der Landeshauptstadt München und haben Leute aus dem Feld eingeladen, die da bisher dabei waren oder Berührungspunkte hatten und nochmal abgefragt, braucht ihr das Netzwerk überhaupt? Wollt ihr das überhaupt? Und da kam wirklich wieder so ein ganz klarer Auftrag aus dem Feld von den AkteurInnen, die da waren, dass ja, wir brauchen das. Wir wollen uns vernetzen, wir brauchen diesen Raum, auch um uns fortzubilden. Und wir haben auch Bedarf danach. Und das hat so tatsächlich wirklich diese Forschungsergebnisse, die ich in meiner Promotionsforschung 2013 rausgefunden habe, nochmal ganz klar bestätigt. Diesen Auftrag, dass wir das brauchen. Und dann haben wir gemerkt, okay, wenn wir weitermachen müssen, nach all diesen Jahren müssen wir uns irgendwie besser organisieren. Weil es war alles mit sehr viel ehrenamtlicher Arbeit, mit sehr informell, mit minimaler Förderung, wenn überhaupt. Wir müssen uns irgendwie besser aufstellen. Und daraufhin haben wir dann den Verein gegründet. Also das hat wirklich lange gedauert. Ich glaube, das war dann 2020. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und es war aber echt ein langer Prozess, bis wir uns da so auch fast schon durchgerungen haben, weil das natürlich mit Formalitäten, mit einer anderen Struktur einhergeht. Aber da eben dieser Bedarf immer weiter da war und auch über die Münchner Grenze, also tatsächlich aus ganz Deutschland dann immer mehr Leute kamen, dann kam Corona. Dann haben wir natürlich, wie alle Organisationen, mussten wir auf Online umstellen und haben digital weiter versucht zu arbeiten. Und dann war wirklich plötzlich eine absolut nationale, auch also Österreich, Schweiz war auch dabei, aber auch sogar teilweise internationales Publikum dabei. Das ist also nochmal anders gewachsen. Genau, so hat sich das eigentlich entwickelt. Und dann haben wir auch irgendwann gemerkt, so wir kriegen das nicht mehr gestemmt, so alle neben Vollzeitjob noch das Netzwerk versuchen so aufzubauen und haben uns dann bist du dazu gekommen, wo wir sehr glücklich sind drüber, weil das tatsächlich einen riesen Unterschied macht, also dich dabei zu haben. Und du hast ja eine sehr gute Übersicht über die Jahre des Netzwerks. Was würdest du sagen, ist das
Besondere des Netzwerks für dich vielleicht jetzt, weil du das aus deiner persönlichen Perspektive vielleicht sagen kannst? Ich glaube, das Besondere ist, dass wir wirklich versuchen, einerseits eine Interessensvertretung zu sein und da auch strategisch zu denken. Also ich denke jetzt an das Thema Bezahlung, wo wir gerade dran sind. Also zu merken, was ist eine faire Bezahlung in dem Feld, weil da natürlich irre viel kaum bezahlt, zu wenig bezahlt oder also es ist einfach, da gibt es überhaupt keine Rahmen, keine Leitlinien in Anführungsstrichen. Also wir kümmern uns um solche Sachen und gleichzeitig ist es wirklich aus den Interessen und einer Bewegung von den AkteurInnen entstanden. Also es war keine strategische Entwicklung von irgendeiner Regierungsinitiative oder sonst was, sondern das Netzwerk ist entstanden aus Menschen aus dem Feld. Und das ist, glaube ich, auch echt was du und ich und wir im Team, die da zusammenarbeiten, wirklich versuchen, so weiterzutragen. Also dass wir beispielsweise jetzt auch die ganzen Fortbildungs- oder Salons, die wir machen oder auch das Mitgliederforum, das sind ja Ideen, die von Leuten kommen, die Mitglied im Netzwerk sind. Das ist eigentlich so der Spirit. Und das, glaube ich, ist schon besonders. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass das ganz gut widerspiegelt, was jetzt als nächstes ansteht, beziehungsweise was die Zukunft des Netzwerks ausmacht und die Ziele, dass man einfach noch mehr und stärker versucht, jetzt auch die nationale Ebene einzubeziehen, zu vernetzen. Also quasi ich ja als Koordinatorin ziehe da ja die Fäden von dem, was ja eigentlich da ist und das national, das ist, finde ich, auch sehr spannend, weil ich ja selbst auch sehr viel dadurch lerne und die ganzen Menschen und Akteurinnen kennenlerne. Und genau das übergeordnete Ziel ist dann halt weiterhin die Interessensvertretung und die Verknüpfung der ganzen Kontakte, die es in Deutschland gibt und die Schaffung eines oder mehrerer Räume, um sich auszutauschen, sich zu vernetzen und das Feld auch voranzutreiben. Magst du noch was sagen zu unseren regionalen Gruppen? Weil das ist ja auch so eine Initiative, die wir gerade so starten. Ja, seit ich jetzt letztes Jahr angefangen habe, bemühen wir uns noch mehr in den Bundesländern regionale Netzwerktreffen zu initiieren. Ich würde jetzt nicht sagen, selber durchzuführen, sondern Personen zu finden, die Lust haben, in den Bundesländern sich mit den anderen Akteurinnen zu verbinden, zu vernetzen und monatlich oder jede 2 Monate sich zu treffen, praktisch auszutauschen, aber auch organisatorisch, weil man da dann nochmal so ein bisschen tiefer in die Materie eingehen kann, was jetzt in der Region gebraucht wird und auch die Vernetzungsmöglichkeiten und Austauschmöglichkeiten und Partnerschaften untereinander ein bisschen besser zu fördern. Und da haben wir jetzt im letzten Jahr und Anfang diesen Jahres zum Beispiel Netzwerktreffen, also in München gibt es ja schon eine Riesengruppe, da finden regelmäßig die lokalen Netzwerktreffen statt. Wir haben in Hamburg letztes Jahr angefangen, rund um Tübingen, also Baden-Württemberg, findet das schon rege statt und in NRW natürlich. Und daran sind wir auch jetzt im neuen Jahr dran, das noch weiter auszubauen, einfach um die Netzwerkstruktur dann noch dichter zu machen. Kannst du uns noch erzählen, wie man überhaupt Mitglied werden kann oder wie man das Netzwerk unterstützen kann? Ja, liebend gern. Also du hattest ja eben so ein bisschen gesagt, dass eure Aktionsforschungsgruppe bzw. die Salons früher eine kleine Förderung hatten. Das ist leider momentan nicht mehr der Fall des Netzwerks, was schade ist. Woran wir hoffentlich in Zukunft jetzt noch arbeiten, dass wir jemanden finden, der das unterstützt. Aber man kann auch ganz einfach das Netzwerk unterstützen, indem man aktives Mitglied wird und dabei die Tätigkeiten und das Feld unterstützt. Man kann Fördermitglied werden, man kann Vollmitglied werden und für Studierende zum Beispiel oder Berufsanfänger gibt es auch Rabatte bei den Mitgliederbeiträgen, genau, oder für Senioren, da gibt es auf jeden Fall Staffelungen. Aber man kann jetzt zum Beispiel auch durch ehrenamtliche Arbeit das Netzwerk unterstützen, wenn man sich gerne einbringt und sowieso Community Musician ist oder eine Institution hat, die da gerne mitwirken möchte. Die können sich natürlich auch durch aktive Arbeit einbringen und wenn sie zum Beispiel Referenten haben oder Gäste, die sie einladen möchten und uns dabei unterstützen. Generell haben wir auch in den letzten Jahren viele Institutionen dazu bekommen, die sich auch zur Aufgabe gemacht haben, das Feld weiter zu unterstützen. Und da haben wir auch eine spezielle institutionelle Förderung.
Mitgliedschaft. Entschuldigung, nicht Förderung. Und die Institutionen, die stellen wir jetzt bald auch auf unsere Webseite. Das sind ja dann quasi auch unsere Partner. Dann hoffe ich, dass wir ein bisschen was darstellen konnten. Und noch viele weitere Mitglieder bekommen.